Europa im Jahr 15 vor Christus. Kaiser Augustus beginnt seine Alpenfeldzüge und erobert mit seinen Söhnen Tiberius und Drusus das nördliche Voralpengebiet. Zur Erschließung der neuen Provinz Rhaetia und seiner Hauptstadt Augusta Vindelicorum, dem heutigen Augsburg, wurde ein Weg errichtet, der unter Kaiser Claudius im Jahr 47 nach Christus ausgebaut und fertiggestellt wurde. Die Via Claudia Augusta wurde schnell zur wichtigsten Verbindung zwischen Adria und Poebene und dem westlichen Voralpenraum. Und eigentlich war sogar ein Vorstoß bis zur Elbe geplant. Aber da hatten die Cherusker etwas dagegen und bei der Schlacht im Teutoburger Wald. Naja, wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Relikte des römischen Handelsweges finden sich auch heute noch auf der Via Claudia Augusta, wie zum Beispiel diese Wagenspuren am Fernpass. Aber nicht alles, was römisch aussieht, stammt auch wirklich aus dieser Zeit, sondern dient dem Radfahrer als visuelles Highlight auf einer der schönsten Routen über die Alpen, der Via Claudia Augusta. ...650 Kilometer, 4 Länder, 3 Klimazonen, 2 Gebirgspässe und eine Schnapsidee. Mit dem Rad über die Alpen. Ach du Scheiße, jetzt geht's los, meine Güte. 2 Wochen ungefähr haben wir Zeit für die Alpenüberquerung von Donauwörth bis, mal gucken bis wohin, auf jeden Fall Verona, vielleicht anschließend an Gardasee, vielleicht aber auch bis ganz runter zum Ende der offiziellen römischen Handelsroute nach Ostiglia an den Po. Mal schauen. Danach fahren wir wieder zurück nach Verona. Wir haben da eine kleine Ferienwohnung, machen noch ein paar Tage Urlaub, besuchen Nabucco in der Arena in Verona. Und dann geht's mit dem Nightjet wieder zurück. Wenn denn alles gut geht. Ich glaube, ich schaffe das nicht über die Alpen. Wir haben 7:30 Uhr Zeit loszufahren. Dann kriegen wir noch ein Frühstück in Hamburg. Und können dann mit dem ICE nach Donauwörth fahren. So sieht's aus. Schwierig ist ja immer der erste Moment, wenn man wieder auf so ein vollgepacktes Fahrrad steigt. Und? Ja. Schwer. Caution, the train is arriving. Vorsicht bei der Einfahrt. Die Bahnfahrt gestaltete sich erstaunlich unspektakulär. Der Zug kam pünktlich, es gab ausreichend Fahrradstellplätze und unsere Sitzplätze befanden sich direkt im Abteil nebenan. Und dank unserer sympathischen Sitznachbarn und der herrlichen Landschaft
verging die Zeit im Zug wie im Flug. Und schon kurze Zeit später waren wir in Donauwörth. So, gerade in Donauwörth angekommen und schon gibt es das erste Problem. Kein Aufzug am Ausgang. Wie gut, dass ich immer einen Helden mit dabei habe. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Das sind die ersten Meter auf der Via Claudia Augusta. Ist das unglaublich. Also die Bahnfahrt war super. Wir haben tolle Leute kennengelernt, tolle andere Radreisende. Viel Spaß gehabt. Die Zeit ging wahnsinnig schnell rum. So, und gucke mal, jetzt geht's über die Wörnitz. Vielen Dank. Hi. Über die schöne Wörnitz geht's jetzt wieder ein Stückchen zurück. Wir haben uns für einen anderen Campingplatz entschieden. Wir fahren nicht in Richtung Augsburg, sondern wir bleiben in Donauwörth. Haben da einen, wie ich hoffe, sehr schönen Campingplatz direkt an einem kleinen See. Müsste ein Wasserwanderrastplatz sein. Und daher waren wir gerade bei Norma einkaufen. Ich habe Essen gekauft. Es gab leckere Sachen. Markus weiß noch nicht, was es gibt. Das sieht er nachher, aber zuerst wird natürlich das Zelt aufgebaut. Oh, und hier müssen wir schon rüber. Und da vorne sehe ich auch schon das Schild vom Kanu-Club. So, wir sind hier im Kanu-Club Donauwörth und das ist Thomas, der erste Vorsitzende. Hallo Thomas. Hallo, grüß dich. Erzähl mal ein bisschen was zu deinem schönen Campingplatz oder Zeltplatz. Es ist ein Zeltplatz, ganz wichtig. Wir sind ein einfacher Zeltplatz für Radfahrer, Wanderer und Bootfahrer eigentlich hauptsächlich. Das bedeutet, wir wollen es gerne ruhig und gemütlich, Minimalismus. Und vor allem ist es uns wichtig, dass die Leute hier entschleunigen. Ganz wichtig. Und deswegen auch Ruhe, keine Party, zusammensitzen, gute Gespräche. Aber die Masse aller sind eigentlich durch die Anstrengung des Tages, was auch immer. Ich sage immer, das ist der schönste Platz der Welt. Ganz wichtig für uns.
es ist auch so für alle Mitglieder hier so ein kleiner Ruhepol. Wir sind offen für alles, bunt, so wie es eigentlich sein sollte, wie man es erwartet. Und ich hoffe, dass das auf die Gäste oft auch übergeht. Das kann ich auf jeden Fall schon mal bestätigen. Ein ganz, ganz toller Zeltplatz hier an der Wörnitz in Donauwörth. Nur zu empfehlen, als Start vielleicht für die Via Claudia Augusta. Und damit verabschieden wir uns für heute von diesem tollen Zeltplatz. Und morgen geht's dann wirklich los in Richtung Augsburg.